Ich meine, im Endeffekt haben wir das gleiche Problem wie beim letzten Update. Es gibt halt nicht viel zu tun. Du kannst halt Anku farmen oder leveln. Und das war's eigentlich. Beim letzten Update war es Wilds farmen oder leveln. Und das war's eigentlich. Ist jetzt natürlich nicht sehr viel. Und wenn eins von den beiden, und sie haben ja tatsächlich beides schwerer gemacht. HP der Monster erhöht, Geschwindigkeit der Monster erhöht, Angriff der Monster erhöht. Also Angriff und Geschwindigkeit war noch beim PTS, aber einer der letzten 3 Tage. Und Anku, also HP der Monster im Nachhinein und Anku auch im Nachhinein. Dann hast du die einzigen beiden Content Pieces, die du hast, erstmal ätzender gemacht, ja. Das ist natürlich schon schwierig. Weil es halt nur diese beiden Sachen gibt, also sollte man da halt echt vorsichtig sein, bevor man da was feintunt. Und sie waren nicht wirklich vorsichtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem, ich finde eigentlich das Unlogische. Ich meine, irgendwo ist es auch ein XP-Nerf bei den HP der Monster. Aber wenn sie es wirklich hätten nerven wollen, hätten sie meiner Ansicht nach eigentlich nicht wirklich die Monster stärker machen sollen oder mehr HP geben sollen. Sondern wenn überhaupt, hätten sie ja die XP, habe ich gestern schon gesagt, aber trotzdem hätten sie ja die XP von den Dailies einfach reduzieren sollen oder die Anzahl der Dailies. Oder halt einfach die XP der Monster ein kleines bisschen. Das wurde jetzt schon so oft gesagt, du kriegst in Kailun einfach genauso viel, wenn nicht viel mehr XP, vor allem durch die Dailies, als mit dem gleichen Zeitaufwand im Low-Level, in Astria oder in Coral Island. Und das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und dann ist der Lösungsansatz, du erhöhst die HP der Monster, aber vor allem die HP der ersten Monster haben sie jetzt ja nicht so ultra heftig erhöht. Also Samoset und Couchtische haben sie ja gerade mal so 10 bis 20% erhöht. Was natürlich ätzend ist und das, ja, natürlich kriegst du dann weniger XP auf die Stunde gerechnet und so, oder du tötest halt weniger Monster und kriegst dadurch weniger XP, whatever. Aber das ist ja eigentlich nicht das Kernproblem, weil wenn du ein richtig krasses Equipment hast, ich meine, gut, dann tötest halt 150 Monster weniger die Stunde, dann kriegst du halt statt 25 noch 24,50 die Stunde, Prozent. Ja, aber es ist immer noch eigentlich zu heftig und ich will gar nicht sagen, dass sie es schlechter machen sollen. Aber nur von der Logik. Also ich verstehe die Logik von Gala nicht, was das jetzt bitte gebracht haben soll. Es ist immer noch total scheiße, im Low-Level rumzulaufen. Wenn du siehst, wie viel XP man in Kailun bekommt mit Level 170 plus. Du selbst bis 130 und kommst dir vor wie der letzte Volldepp. Da rumzukruschen 3000 Jahre lang, um dann mal ins Endgame zu kommen. Und dann machen sie so einen Pseudo-Fix dafür. Und ich meine, wie gesagt, ich sage nicht, dass sie High-Level-XP reduzieren sollen. Ich finde, wenn, dann sollten sie die Low-Level-XP erhöhen. Aber den Lösungsansatz, den sie da präsentiert haben, der war halt einfach sinnlos, weil er hat eigentlich nichts wirklich geändert, weil die Leute auf 180 plus leveln eh so gut wie gar nicht. Zumindest auf Boroding sieht man das. Wir haben kaum Spieler, Level Reach hier. Wir haben gerade mal 13 Leute auf 184. Gut, es ist jetzt natürlich Boroding speziell. Oder da ist Boroding ein bisschen speziell, weil die Leute auf Boroding halt so krasse Schwitzer sind, dass sie halt eigentlich nur Dungeons farmen wollen, eigentlich nur Geld verdienen wollen und XP und sowas ist ihnen eigentlich relativ egal. Zugegebenermaßen ist es ein bisschen eine besondere Situation. Auf anderen Servern leveln die Leute schon viel mehr. Da gibt es natürlich viele Leute auf 190 schon und viel mehr Leute auf 180 plus. Aber trotzdem sind es halt die Levelbereiche, also die sie am krassesten genervt haben, waren Tirehuss, Hellhounds und vielleicht noch die Red Clouds. Ja, und da levelt dann aber keiner mehr. Die meisten leveln, wie gesagt, höchstens bis 180. Viele sogar nur bis 172 oder 175 war es vorher noch, als man es gebraucht hat für Anku. Also was hat das dann letztendlich gebracht? Du hast es einfach nur ätzender gemacht zum Spielen. Also vor allem wegen dem Schaden der Monster und der Geschwindigkeit der Monster. Oder dass sie Fernkampf sind. Aber das Kernproblem oder das, was die Leute als Kernproblem ansehen, also dass quasi Low-Level-Spieler überhaupt nicht vorankommen und
High-Level-Spieler diese ganze XP eigentlich sowieso nicht brauchen, weil die meisten gar nicht so viel leveln oder halt überwiegend über Dailies leveln. Das hast du eigentlich komplett ignoriert. Du hast eine Lösung für etwas präsentiert, für ein Problem, das es so gar nicht gegeben hat. Also das Problem war eigentlich ein anderes. Also wenn überhaupt, wäre das Problem zu viel XP tatsächlich. Und dann wäre halt entweder die Möglichkeit, tatsächlich die XP im Low-Level zu erhöhen, das wäre das Leichteste. Oder die Anzahl der Dailies ein bisschen zu reduzieren, von 11 auf, keine Ahnung, 8 oder so. Und packst ein paar Dailies auf ein höheres Level. Also, dass es ein bisschen split ist, dass man nicht die volle XP auf 172 bekommt, sondern bis 172 kriegst du halt 5% am Tag, was auch immer noch unfassbar viel ist, auf dem Levelbereich. Er muss dafür aber auch nur halb so viele Dailies machen. Und dafür hast du dann nochmal 4 Dailies auf 180 plus und kriegst da dann halt noch 4% oder so pro Tag oder keine Ahnung, irgendwie so. Aber das hätte halt erfordert, dass man sich damit etwas konkreter auseinandersetzt. Und beim Anku habe ich ja auch schon gesagt. Anku Dungeon habe ich auch schon gesagt. Es gibt Leute, die wollen Solo farmen. Offensichtlich. Dann macht halt endlich mal eine richtige Solo-Schwierigkeit, die tatsächlich seit 3 Jahren gefordert wird. Es gibt Leute, die wollen Hardcore farmen. Mit einem extrem guten Team. Die interessieren nur Drops, das soll so schwer wie möglich sein und dafür richtig viele Drops bekommen. Dann gebt denen eine super mega Hardcore-Schwierigkeit. Und für Leute, die Casual wollen, die einfach nur einen schnellen Run wollen, der aber auch belohnt wird mit der Zeit oder so. Oder eigentlich hätten sie es wirklich so machen sollen, einfach eine legitime Zeitskalierung. Also, dass es nicht diese 25 Minuten gilt, bis du zu Demonic kommst. Das ist sowieso die bescheuertste Idee aller Zeiten, das an eine feste Zeit zu koppeln. Sondern du gibst ihnen stattdessen einfach legit einen Boost. Also, wenn der Boss stirbt, die Sekunde, wo der Boss stirbt, da gibt's den Boost. Wenn du den Boss innerhalb von 10 Minuten schaffst zu töten, 10-fache Droprate. Wenn du es nach 59 Minuten erst schaffst, dann halt eine 1,059 Droprate, also quasi fast 1, minimal mehr. Also irgendwie so halt. Da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben. Und stattdessen machen sie einfach den Dungeon schwerer und coins einen Day. Was ist das für eine Lösung? Also ich meine, das löst nicht das Problem, dass es Leute gibt, die halt trotzdem Solo farmen wollen und die einfach nicht eine Gruppe haben wollen. Muss man ja auch respektieren und wird auch schon seit Jahren gefordert, da was zu machen sozusagen. Und ich meine, natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, ich will aber nicht, dass Leute Solo farmen oder keine Ahnung. Ja, es gibt halt aber Leute, die wollen so spielen und ich meine, die dann komplett, oder denen das komplett zu verbieten wollen oder das nicht zulassen zu wollen, ist ja auch kindisch. Also man kann das ja für alle so machen, dass es passt. Aber diese Lösungsansätze, die sie jetzt momentan machen, die sind so undurchdacht. Das sind so kurzfristige Lösungen, aber langfristig sind die Leute genauso unzufrieden wie vor den Änderungen. Also als ob jetzt irgendjemand zufriedener ist als, also irgendjemand, der levelt, als ob irgendjemand, der levelt, jetzt zufriedener ist als vor der HP-Änderung oder vor der Änderung, dass die Monster stärker gemacht wurden. Und bei den Dungeon-Farmern, als ob da jetzt auch irgendjemand zufriedener ist als vorher. Wenn überhaupt, sind sie ja unglücklicher. Also ist ja egal, ob du den Dungeon noch farmen kannst oder nicht, darum geht's ja gar nicht. Und ich weiß, dass man den Dungeon easy noch farmen kann, machen ja viele Leute jeden Tag. Darum geht's ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, sind die Leute jetzt wirklich zufriedener? Und ehrlich gesagt bezweifle ich das. Erstens mal, wie ich auch schon oft gesagt habe, weil Fleischspieler niemals zufrieden sind, das ist das eine. Aber das andere ist auch einfach, dass die Lösungen halt, wie gesagt, langfristig keine wirklichen Lösungen sind, sondern man verlagert das Problem nur und hat sich eigentlich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Das ist halt frustrierend. Vor allem, wenn dann halt wochenlang wieder nichts passiert und dich dann wochenlang täglich über das Gleiche ärgerst. Zumal, wie gesagt, wenn jetzt diese Woche kein Patch kommt, man sich dann nochmal eine Woche extra drüber ärgern darf, weil sie jetzt momentan gar nichts machen, weil Neujahr ist, Weihnachten und so. Aber man kann halt kein fettes Update releasen und dann einfach alle in den Weihnachtsurlaub gehen. Also so funktioniert das halt auch nicht. Also kann man schon machen, aber dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn die Spielerzahlen täglich um 10% droppen. Also, keine Ahnung, ob das so ist, aber so fühlt es sich momentan zumindest an. Vor allem seit dem letzten Patch ist das Interesse schon gewaltig gesunken, habe ich das Gefühl. Also eigentlich vor Weihnachten war noch richtig viel los und jetzt ist irgendwie komplette Flaute gerade. Also so fühlt sich's an. Effektiv sind wahrscheinlich kaum weniger Leute online, aber I don't know.